Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und wir spielen gemeinsam Stories, The Path of Destinies. Und in der letzten Folge konnten wir Zenobia davon überzeugen, dass ihr Papa ein bisschen irre ist. Zumindest sind wir uns da fast sicher. Jetzt stehen wir nur vor der Frage, sollen wir zur geheimen Stützpunktbasis mit ihr fliegen oder nicht? Sind wir uns sicher, dass wir vertrauen können oder machen wir es einfach? Und ich würde sagen, wir machen es einfach. Renata reached Lapino by Farspeaker Toad. The one creature the Ravens had left alive at the observatory. Lapino seemed awfully anxious to meet him at the secret base. If he was a spy for the Empire, he'd turn around and reveal the coordinates to the Empire, jeopardizing the entire rebellion. But Renato couldn't bear to think that Lapino would commit such horrible treachery. There was still good in the Mad Rabbit. He felt sure of it. I'll meet up with you at the base, Lapino said through the Toad. Good thinking. Renato gave him the coordinates. There's a shuttle here I can borrow. Renato found Zenobia in the chart room. I've been having awful dreams, she said. Dead kittens and worse. I thought they were only dreams, you know. Why would anyone want the lost gods back? In those days, the favorite of a god could become immortal. She held herself and shivered. He wants to become an eater of souls. Well, I'm not afraid of dying. Just dying of boredom. Renato said, but she didn't laugh. Silence fell as they flew towards the ruins of the city of Ubar, where the rebellion leadership was hiding. If Zenobia couldn't help them fight off her father, no one could. Warum nehmen wir Lapino mit? Warum? Warum? Wir wissen doch, dass der ein Arsch ist. Nein. Schockierend. So schockierend. As they touched the ground, he could smell the ravens and hear their hungry caws in the distance. They're probably looking for me, she said. You go on ahead. She had that fiery look in her eyes that he'd always loved. It was a bit odd, though. How easy she'd been to convince. It was what he'd gambled on, but he'd expected more of an argument. She'd always loved to argue. She considered it the fastest way to the truth. Maybe she'd long suspected the truth. Sometimes all it took was taking the bandages from your eyes. That must be it, he told himself. Okay, vielleicht liegt meine Einschätzung vom letzten Mal... Renato, smash! Vielleicht ist meine Einschätzung vom letzten Mal aber auch falsch und tatsächlich ist Zenobia doch auch eine Verräterin. Was die gesamte Geschichte nicht schöner machen würde. Denn letzten Endes bedeutet das eigentlich irgendwie bisher niemand trustworthy ist in dieser Geschichte. Ein Schrein! Was machen wir denn da? Ich weiß halt immer noch nicht, was das hier... wird beim Erreichen einer bestimmten Komboschwelle automatisch aktiviert. Das heißt, wir müssen die Komboschwelle quasi erreichen. Aber ich würde gerne noch durch Gegner durchdashen können. Every day he was getting better and better. Yep. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, sich so wild über alles zur Teil zu spezialisieren oder und nichts, ne, nur einzelne Spezialsachen zu nehmen. Aber naja. Da geht's auf so eine Plattform. Da will ich noch nicht hin. Dann will ich erst hier durch die Tür. Auch die Tatsache, dass wir sie jetzt die ganze Zeit so alleine lassen, ist vielleicht nicht so die gesündeste. Aber naja, Gott. Sparkly, thought Renato. Ich bin sowieso ja in diesen Playthrough gestartet mit der Erwartung, dass wir keine neue Wahrheit herausfinden. Ich wollte einfach nur wissen, wie sich die Geschichte so verändert, wenn man einen anderen Weg auf der Strecke nimmt, sozusagen. Ich wollte ja nur eine Tür aufmachen, die ich vorher noch nicht aufmachen konnte. Und alleine das hat sich schon gelohnt. Wir haben mehrere Juwelen bekommen, die wir vorher noch nicht hatten, haben unsere Juwelen verbessert. Und ich finde es auch faszinierend, wie unterschiedlich sich das dann trotz allem spielt, wenn man nochmal im Grunde genommen dieselbe Story empfängt. Ich meine, überlegt mal, wo wir jetzt sind, sozusagen. dafür, dass wir eigentlich die gleiche Geschichte spielen wollten, die wir schon kannten, mehr oder weniger jedenfalls, da ist noch eine Kiste,
ist massiv viel Seltsames passiert. Na komm, ich probiere mit dem Schildtypen. Geil. Haha. Achso, da ist noch ein. They caught their breath under a ruined arch. It's beautiful, she said. This was the library of Ubar, he said. Your father's ravens thought they had an ancient book. She nodded. Was she crying? This was exactly what I wanted, Renata thought. To turn her to our cause. So, why do I feel something is terribly wrong? Because nothing ever goes this smoothly, is why. Mhm. Okay. Also er glaubt der ganzen Sache noch nicht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Egal, Bibliothek. Abliblublablablablib. Blabliblublabliblablub. Sleep tight, thought Renata. Au, 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 au. Das hat wehgetan. Der hat sich genau im falschen Moment umgedreht, der Assi. So. Da kann ich einen Hebel umdrehen. Ich weiß noch nicht so ganz, was der gemacht hat, aber es wird bestimmt wichtig gewesen sein. Ich glaube, hier hinten die Tür auf, ha? Ja, ich glaube, waren wir nicht auch irgendwann schon mal hier? Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor. No. Boah, diese Augendinger. Haben wir's? Alle weg? Alle weg. Hier ist noch ein Salter. As for the gate, well, he could take her or leave her. Sorry, it's best I could do. The long stairs. So he was close to the rebel base. Nothing was on fire. So far, so good. Au, ich dachte, ich hätte den geblockt. Habe ich aber nicht. Achso, der ist gebufft? Das ist nicht gut. Au, 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 au. Ich habe doch geblockt. Stay frosty. Die scheiß gebufften Ravens sind halt auch so strong. Ach, fuck. Ich wollte gerade wegdashen. Alter. Wir fangen halt auch schon als gebuffte Ravens an. Fuck. Ist der in mir explodiert? Fuck. Slippy's hit, he thought. Was für eine geile Anspülung. Vor einer Anspülung. Ach, Schietekacker. Das ist ein schwieriger Kampf hier. Erstmal das. Ach, fuck, da wollte ich natürlich reindashen. So. Komm, fall um. Danke. Alter. Der hartes Kampf. Die scheiß aufgeladenen Ravens sind halt echt nicht gut für meinen Gesundheitsbalken. Brilliant. Lovely. Hold that pose.
Ich hab den noch kommen sehen, aber der ist schneller als die anderen. Fuck. Ich hab noch gegen also ich hab noch den Block angeschmissen, aber der ist schneller als die anderen Standard-Ravens mit seinem Angriff. Also der... Sharp? Check. Pointy? Check. Flexible? Check. What else do you need in a sword? Oh Gott, so viele. Fuck. Diese ganzen aufgeladenen Raven-Viecher sind halt ätzend und man darf halt auch nicht in 3 oder 4 Angriffen drinstehen, dann geht's halt auch schief. Fuck, da wollte ich blocken und nicht durchdashen. Das ist echt, fuck, sau schwer gerade. Macht euch kein Bild von. Zack, einer weniger, sehr schön. Weg. Blocken, reinhauen. Eisschwert anschmeißen, kaputt machen. Eisschwert anschmeißen, kaputt machen. Blocken, weg. Oh. Nein! Huiuiuiuiuiuiui. Einer weniger und den haben wir jetzt auch noch. Oh, Alter. Renato was surprised that he didn't feel more pain. Just a bit dizzy. Alter. Very, very not easy Kampf. Meine Herren, war der schwer. Diese aufgeladenen Ravens, die haben echt was drauf. Oh, hier Eisschwert. Das kann nur richtig sein, nicht in die Rebel Base reinzugehen. Oh ja, Kisti. Smash! Renato, Smash! Oh, Gesundheit. Oh ja, danke. Oh. Boy, someone has spent a lot of money for a graduation present. Ja, das hat sich, glaube ich, gelohnt, hier nochmal abzubiegen. Schauen wir mal. Okay. Dann aktivieren wir mal. The council toads swarmed around Zenobia, shocked she was there, shocked she had changed sides. Then the walls exploded. He heard toads croaking, "Oh, the ravens!" Blackbirds were pouring through holes everywhere. "It's a trap!" cried the council speaker. In the confusion, he saw flashes of magic. Then Zenobia being hustled off by Imperial troops. So, she had betrayed him after all. Renato ran for his ship. The Farfarer flew into the clouds, barely losing the Imperial ravens pursuing him. The rebellion was lost, and he had lost it. There was nothing to do but find Zenobia and make her pay for her treachery. His heart ached. He still loved her. But he had trusted her, and he had been a fool. She would be back at the fleet, gloating with her mad, bloodthirsty father. For all Renato knew, she was helping him bring back the old lost gods back from their exile. Was? Ich denke, sie wurde abgeführt. Das klang für mich nicht so, als würde sie freiwillig mitgehen. Check ich nicht. Aber natürlich, alles, was ich tue, ist falsch. In diesem Spiel ist alles, was ich tue, falsch. Das ist ein bisschen schockierend. Ach, das kennen wir schon. Der Final Battle ist immer Renato sehr... landed in the middle of the Imperial fleet. The rebels were losing badly. Without leadership, it was a slaughter. Renato felt strangely free. Trying not to think about how he had lost the war. Trying not to think about how he had loved Zenobia.
blinded himself to her treachery. That's what it meant to be a hero. To keep on fighting after the most bitter of betrayals. To never know if you could trust anyone. Cats. What a waste of fur. Schön, dass hier auch jedes Mal was anderes kommt mit das war's, also was sein Held zu sein bedeutete. Beim ersten Mal, als wir hier waren, hieß es, seinem Herz zu vertrauen. Beim nächsten Mal hieß es, sich auf ein Ziel festzulegen und dieses nicht aus den Augen zu verlieren, egal was man dafür opfern musste. Schön, dass es jedes Mal was anderes ist. Ob wir Zenobia tatsächlich töten können, werden wir in der nächsten Folge herausfinden, liebe Leute. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage ciao, ciao.